wirklich schön. Also da kann mir einer sagen, was er will. Es ist wirklich schön. Muss nicht immer Action sein. Es muss nicht immer knallen und krachen. Ich finde solche Spiele für mal mit so für zwischendurch. Zwischendurch. Ich war mal wieder im Osten im Urlaub, man merkt's ja. Finde ich die echt ganz schön. So zum Runterkommen sind die ideal. Warum? Was macht denn der da? Ja, wie ich gerade sagte, also ich war im Osten mal wieder, ich war mal wieder zu Hause bei meiner Familie, auch beim Sachsen natürlich, weil das ist ja meine Familie, hahaha. Und deswegen neige ich wieder ein bisschen mehr zum Dialekt. Warum bin ich jetzt eigentlich hier hingelaufen? Kann ich hier hoch? Nee, kann sie nicht. Schade. Ich denke, ihr verzeiht mir den Dialekt. So ein bisschen Dialekt ist ja sowieso immer mit drin. Genau. They say that up to 60% of the human body is composed of water. Perhaps this is what draws us so frequently in its direction. To immerse ourselves in it, become one with it, return to our natural selves. We cannot deny what we are, despite our efforts to the contrary. Da sagt sie was Wahres. Ich muss mal ganz kurz husten, Moment. So, ja da. So bin ich übrigens im richtigen Leben. Ich gucke immer überall hin und dann renne ich gegen irgendwelche Steine. Ja, ist bestimmt wieder jemand. Ne? And there was light. Every tiny flickering flame feels like a beacon unto itself, tearing one's heart in so many directions at once. At least the warmth that they provide is comforting to a soul lost in its own frigid darkness. Okay. Da hatte jemand Kerzen gekauft im Sonderangebot bei Ikea. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange dieses Spiel geht. Aber so wie ich hier hin und her renne, wahrscheinlich doch ein Stückchen länger wieder. Da hinten blinkt. Ich tippe auf einen Leuchtturm. The oceanside can be an ideal place to ponder upon the many lives we could have lived. Perhaps this is what draws some people to dowse electronically for the lost possessions of others. The beach can hold many secrets, some beautiful, some tragic. The power of both is equal to those willing to dip their toes into the sands of the past, just to see what they can find. Da unten war ein Steg. Ich will bloß mal kurz gucken, ob man da irgendwie hin kann. Aber
das sieht nicht so aus, ne? Nee, hier ist eigentlich ein Stein voll. Okay, Entschuldigung. Ich wollte nur mal gucken. Vielleicht hier irgendwie einen Durchgang übersehen habe oder so. An welcher Stelle ich jetzt den Stein hier hochgegangen bin? Hier ist der? Nee, hier nicht. Hier war es, genau. Da unten. Aber da komme ich jetzt von hier aus nicht ran. Vielleicht führt uns der Weg gleich dahin. Das kann natürlich sein. Oder ich habe irgendwas übersehen, was ich nicht hoffe. Das Beste. Ja, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall in die Richtung von dem Leuchtturm. Wir können trotzdem mal hier so rüber gucken. So ein Stück. Ja, ist schon schneller. Ich will ja nur mal gucken, ob wir da irgendwo hinkommen. Oder geht's hier sogar weiter? Bin mir gerade nicht so sicher. Da ist auf jeden Fall was. Jetzt habe ich Angst, dass es hier weitergeht. Oh, ich kann da rein. Das ist ja cool. Moment. Geht es noch weiter hoch? Ja. Bestimmt sehr sicher, was ich hier tue. Oh nein! We all live and die in cages of our own design. Some of us possess the keys to our prisons and allow ourselves to roam from time to time. Yet we always come back, as there is comfort in confinement, serenity in security. Oh. Oh. Wie gemein. Dann gehen wir wieder runter. Die arme Kleine. Kann man da runter? Nein. Oh, wie gemein. Auch sonst nur der einzige Zugang. Ich glaube, es geht hier doch weiter. Moment. Einen kleinen Moment, bitte. Dann gucken wir noch mal schnell hier unten. Das wäre jetzt ein Text gewesen, wenn wir jetzt nicht dahin gegangen, also nicht hochgestiegen wären, hätten wir den glatt verpasst, ne? Aber ich glaube, da steigt ja jeder hoch, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand da nicht hochsteigt. Mal kurz gucken, wo es weitergeht. Weil da hinten hat ja der Leuchtturm geblinkt. Und ich will nicht unbedingt irgendwas verpassen. Weil wir versehentlich doch den richtigen Weg gehen. Ich bin mir echt unschlüssig, wo ich hier lang muss. Geht's ja auch weiter. Da blinkt der Leuchtturm. Wir gehen einmal in die Richtung. Es kann sein, dass ich da nochmal zurücklaufe. Das ist möglich.
Vielleicht ist aber im Leuchtturm Schluss und wir müssen dann da hoch. Sieht nicht so aus, als wäre dann hier Schluss. Wir schleichen uns vorsichtig an den Leuchtturm heran. So außenrum. Oh, hier ist sonst nichts. Da ist ein Auto. Wir laufen natürlich erst zum Auto. Klar. Jetzt fehlen dem Auto schon alle Türen. Du wolltest so weit laufen, gehen wir erstmal zum Leuchtturm. So many will-o'-the-wisps lighting up the darkness. The promise of an alternate path leads to a fresh glimmer of hope, but little else. Sometimes it is best to have a single unerring goal to which to stubbornly adhere. Too many diversions can lead one astray, one too many times. But then again, it never hurts to try. Auch das ist sehr wahr. Und tatsächlich war dieser Leuchtturm offensichtlich nur als Ablenkung da, damit man hier hinterläuft. Es gab eine Errungenschaft auf jeden Fall. Ich habe allerdings nicht gesehen, welche. Wir gehen trotzdem mal ein Stückchen runter. Wir müssen tatsächlich den anderen Weg folgen. Dem Weg, den wir schon angefangen haben zu laufen. Weil es hier nicht weitergeht. Clever. Dann bin ich ja froh, dass ich nicht weiter hochgelaufen bin. Jetzt müssen wir mal hier hinten kurz gucken. Da ist aber auch nichts. Dann laufen wir hier so zwischen den Steinen. Bin durch. Gucken nochmal. Nichts hier in die Ecke. Nix. Und laufen wieder zurück. In die Richtung, in der wir die tote Ratte gefunden haben. Manchmal ist es gut, die Abzweigung zu nehmen und nicht unbeirrbar auf irgendein Ziel zuzurennen. Denn man weiß nie, welche Überraschungen die Abzweigung für einen bereithält. Es ist wirklich einfach sehr, sehr schön. Das Spiel. Wirklich schön.
Da fliegt er von dannen. Dazu hat sie nichts zu sagen. Erstaunlich jetzt bist. Auch hier wurde wieder der Blick gelenkt. Habt ihr bestimmt gemerkt. Was bei solchen Spielen oft kritisiert wird, ist, wenn die Leute keine Füße haben. In dem Fall jetzt auch nicht gegeben. Wo muss ich denn eigentlich hin? Ich verlaufen. Aber ist auch gar nicht notwendig. Also ganz ehrlich, wer guckt denn bitte in dem Spiel die ganze Zeit nach unten seine Füße? Niemand. Es ist schön, wenn ein Fuß da ist, muss aber nicht sein. Meiner Meinung nach. Ähnliches gilt immer für Spiegelbilder. Ja, schön, wenn es da ist, muss nicht sein. So, da sind wir. Da gehen wir jetzt wieder hier lang. Machen uns auf den richtigen Weg. Da waren wir jetzt ja schon oben. Brauchen wir nicht nochmal hochgehen. Hier ist nichts. Wäre nichts außer unseren Schritten. Wären Phönixer hier im Zickzack. Oh, das ist schon ein bisschen unheimlich, ne? Ich muss hier nochmal kurz husten, Entschuldigung. Also es ist schon... Hoffentlich bewegt er sich jetzt nicht. Mal gucken. Hier ist sonst. Cool wäre natürlich, wenn man jetzt hier irgendwo dazwischen so hochlaufen kann. Kann man aber nicht. Bitte beweg dich nicht. In seine Augen leuchten. Mami? In seine Augen leuchten. They say the average adult body is filled with up to 1.5 gallons of blood. How many bodies would it take to make it rain? How much atrocity would it take to fill a swimming pool? An ocean? But enough of such morbid musings. Come rain or red, we must push forward and never forget our destination. Ach, wie krass. Erzähle doch nichts hier. Krass. There will always be those jealous of our ambitions. Rats running the same maze, seeking the same mouldy piece of cheese.
Whether we win the race is up to us. Though perhaps fate also plays a part. And there need not always be just one winner. But woe be to him who has the misfortune to discover what happens to those who lose. Ach, wie. Also, das ist schon ganz schön krass. Das kommt jetzt sehr überraschend. Bewegt sich bloß nicht, ey. Geht, glaube ich, durch, wenn der sich bewegt. Ich bin gar nicht hier. Was? 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 War das jetzt geplant? War das jetzt gut? Wo bin ich? Hallo? Bin ich hier durch? Ja. Was? Ich habe ja nicht gedacht, dass der aufsteht. Und noch weniger habe ich gedacht, dass der uns umnietet. For much of our lives, we seek warmth. Yet sometimes the cold is better. Sometimes the dark is preferable to a ray of sunshine. Sometimes our tribulations give us renewed strength, allowing us to push towards our destination with greater vigor than before. Ja, wenn du das sagst. Warum ist denn das jetzt so komisch? Also irgendwie ist der Aufstand, habe ich schon gedacht, so, oh, ist nicht gut, aber ich habe gedacht, wir könnten irgendwie weg. Jetzt frage ich mich natürlich, hätten wir in das Haus reinrennen können, wäre das möglich gewesen? Und noch mehr frage ich mich, wo wir jetzt hier sind. Und ob es bald wieder anders wird. Hat er uns umgeboxt. We may choose to see the world in black and white, yet it is anything but. The tiny nuances that colour our existence are often invisible to the naked eye, but if one peers closer, the most alluring of cracks can appear, and through these cracks, the most unexpected of hues. We should never seek to tarnish our world with a single brush. Ja. Jetzt stimmt. Oha, oha. Vielleicht war es ja doch geplant. Man konnte gar nicht wegrennen. Das rede ich mir jetzt einfach ein.
Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Laufen wir überhaupt noch richtig? The wild is unforgiving at this altitude. Having come this far, we have but one thing on our minds: to gaze upon the truth with the naked eye. Be it bitter or beautiful, it is something that begs to be known. We will suffer its hardships if we must. Oh. Der lebt noch. Oh nein. Oh, kann ich den... Kann ich dem nicht helfen? Also, helfen im Sinne von... Ah, nein, hör auf, automatisch zu laufen. Ich kann leider nichts tun. Ja, leider kann ich gar nichts tun. Ich hatte gehofft, ich könnte ihn vielleicht erlösen, aber das kann ich nicht. Das konnte ich jetzt leider nicht. Der Arme. Aber so ist die Natur, ja? Wollen wir jetzt muss mal festhalten. Trotzdem der Arme. Ich kann jetzt hier, das ist der Vorteil für euch, ich kann ja nicht so viel links und rechts rumrennen, weil ja hier überall Steine sind. Macht das Ganze vielleicht für euch nicht ganz so nervig. Komme ich hier irgendwann aus dieser Schneewelt auch wieder raus? Ich möchte wieder Sommer haben. Wobei lieber Schnee als Blutregen. Ja, lieber Schnee als Blutregen. Hoffentlich sehen wir den Typen nicht nochmal. Weil es mich schon interessiert hat, ob man in das Haus kann. Uah. War das jetzt geplant oder ist das ein Bug? In the face of the impossible, we must improvise. Even the most insurmountable of tasks might hide a solution, if we are only willing to look upon the world with different eyes. Do we rise to the challenge, or shuffle away with tails between our legs? Alas, the truth beckons, and it would be rude to disappoint it. Ich habe jetzt im ersten Moment gedacht, das ist ein Bug. Aber das war tatsächlich geplant. Okay. Cool. Unerwartet, aber cool. Mal hier rum.
Hier ist sonst jetzt nichts weiter, glaube ich. Wo seid ihr? Was ist denn da? Inevitably, our programming leads us to revelation, however sour. We don't always receive the answers that we expect. Could it be that our journey was for naught, bar the disclosure that our lives are but an artifice, our intelligence artificial at best? Surely existence could not be so cruel. Perhaps it is best that we close our eyes, embrace oblivion, and once again wake up. Ach, was? Wach auf. Szenenspiele, ja, genau. Das war Drizzlepath, Deja Vu. Errungenschaft freigeschaltet, Wake Up. War ein bisschen ein überraschendes Ende jetzt. Ich hatte damit irgendwie noch gar nicht gerechnet. Wie immer, man muss diese Art von Spielen mögen, um sie genießen zu können. Wer solche Art von Spielen, einer solchen Art von Spielen nichts abgewinnen kann, der sagt, nee, das ist ja langweilig und da gibt es nur ganz selten und da muss die Story stimmen und da muss alles total spannend und aufgerüscht sein. Für den ist es natürlich nichts. Action-Liebhaber, für die ist es natürlich auch nichts. Aber Tonguç Spiele sind Indie-Perlen. Es sind so kleine Perlen, auf die man sich einfach mal einlassen sollte. Wenn man es denn möchte, wenn man sich darauf einlassen möchte, sollte man sich auch darauf einlassen. Die erzeugen immer eine schöne Atmosphäre. Die Musik immer super gewählt. Und sie sind halt einfach schön, ne? Was soll ich dazu weiter sagen? Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet. Ich überlege gerade, wie viele Folgen, wahrscheinlich sind es 2 Folgen, viel mehr wird es nicht gewesen sein. Schreibt mir in die Kommentare, schreibt auch gerne dem Entwickler eine Nachricht, wie ihr sein Spiel findet. Unterstützt den Entwickler. Ich hoffe, es werden noch viele, viele weitere Spiele von ihm folgen. Es werden mit Sicherheit noch ein paar Spiele von ihm auf dem Kanal folgen. Und ich werde dieses Spiel mit Sicherheit noch einmal spielen. Aber privat. Nur um ganz privat hier nochmal lang zu schlendern. Ihr findet in der Videobeschreibung wie immer alle nötigen Infos. Ihr findet die Steam-Seite, über die ihr das Spiel kaufen könnt. Ihr findet die Internetseite, die Homepage, beziehungsweise auch die YouTube-Seite vom Entwickler. Hinterlasst ihm einen lieben Kommentar, er würde sich bestimmt freuen. Und wir sehen uns dann bei einem anderen Projekt, vielleicht vom selben Entwickler wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Ciao.